Morning. Hört ihr das? Ich liebe das. Einfach um 5:30 Uhr am Morgen sind die Vögel am lautesten. Tell me you're a bodybuilder without telling me. Alright, Meal Number 2. Das sieht jetzt total scheiße aus. Aber ich esse als Proteinquelle in diesem Meal Planted Chicken. Das habe ich jeweils gefroren bestellt von Planted Chicken, also Eat Planted, bestelle ich jeweils mit dem Code von Chris. Liebe ich sehr und ich glaube auch, das wird eine Proteinquelle sein, die mich die ganze Prep begleiten wird, weil einfach die Nährwerte wirklich unschlagbar sind. Sehr stabil, gerade für eine vegane, pflanzliche Proteinquelle. Und das werde ich essen gemeinsam mit ein paar Tomaten werden da reinkommen und natürlich Reiswaffeln. Vielleicht noch ein paar Maiswaffeln, das weiß ich jetzt noch nicht. Und mein liebes Ofengemüse wird auch noch dazu kommen. Ich werde euch dann das Endprodukt natürlich zeigen, was ich dann genau, wie das genau aussieht. Ich habe ja schon ziemlich Hunger und freue mich drauf. Ich hatte vorhin gerade Frühschicht um 5:30 Uhr bis 11 Uhr und jetzt haben wir schon 1:20, also wird Zeit. Ich habe ein Meal schon gegessen und zwar ungefähr um 7:30, glaube ich. Ich habe das erste Meal leider nicht filmen können oder nicht gefilmt, weil ich das während der Arbeitszeit gegessen habe. Aber ich werde das wahrscheinlich dann einfach morgen zeigen, weil das ist meistens ziemlich ähnlich. So, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Dann nehmen wir das mal raus. Das sieht wahrscheinlich jetzt nach ziemlich viel aus, ist es auch. Aber das wird mir ja jetzt für ein paar Tage reichen oder sicher so 2, 3. Okay. No joke, no joke. Ich könnte mich nur von Gemüse ernähren, wenn das irgendwie sinnig wäre. Ist es natürlich nicht. Bin auch der Meinung, dass es rein in der Zubereitung liegt, ob man Gemüse mag oder nicht. Also Leute, wenn ihr nicht gerne Gemüse habt, dann probiert ein bisschen aus mit der Zubereitung und vor allem benutzt Gewürze. That's the key here. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Okay, also ich meine, ich weiß, das sieht wirklich nicht präsentabel aus. Ist das ein Wort? Aber Leute, ich kann es kaum erwarten, das jetzt zu essen. Ja, ich liebe alle meine Meals wirklich, aber das ist schon ein geiles Meal. Einfach ein warmes, das geht direkt ins Herz. Ich nehme in meinem Kaffee ganz gerne aktuell noch Hafermilch.
wird sich wohl dann auf Mandelmilch ändern. Und ich nehme nicht viel in meinen Kaffee oder nicht viel Hafermilch in meinen Kaffee. Ja, das ist ungefähr die Menge, die ich bevorzuge. Und dann natürlich noch Süßungsmittel. Das ist übrigens meine 3. Koffeindosis heute und dabei wird es auch bleiben. Denn wir haben jetzt 14:18 Uhr und eigentlich trinke ich nach 2 Uhr, wenn es irgendwie geht, sogar früher, kein Koffein mehr. Aber heute muss das so sein und ich gehe nachher auch noch ins Training, deswegen finde ich es auch gerade vertretbar. Also ich habe meine 2. Mahlzeit genossen, gegessen, bin jetzt satt und zufrieden. Ja, ich bin wirklich satt, also das kann ich vielleicht auch schon mal vorwegnehmen. Ich bin jetzt aktuell ja in der 2. Prep-Woche und mein Sättigungsgefühl oder mein Hungergefühl über den Tag so verteilt ist wirklich viel besser. Also ich bin es jetzt offenbar ein bisschen mehr gewöhnt, weniger Volumen und weniger Energie generell zu konsumieren. Und auch die Energie, obwohl, ja, das schwankt ein bisschen die Woche, aber ich glaube, das liegt weniger am Essen, sondern eher am Schlaf, der nicht ganz optimal war. Auch die Energie, habe ich das Gefühl, ist ganz in Ordnung mit dem Essen, was ich jetzt habe. Ja, dazu muss man auch sagen, dass ich im Moment immer noch mehr als genug essen kann und wirklich mit meinen Makros nicht irgendwie leiden muss, weil die immer noch an einem ziemlich guten Punkt sind, was aber zum jetzigen Zeitpunkt der Prep auch total gewünscht ist und auch so sein sollte, denke ich. Die Vorbereitung wird sehr lange gehen. Ich habe den letzten Wettkampf im Oktober. Das heißt, so lange werde ich auf Diät sein. Die Prep sollte zu Beginn wirklich nicht ein Leiden bedeuten. Sie darf und wird hart werden, aber an diesem Punkt sind wir noch lange nicht. Und wenn du das zu Beginn der Prep schon zulässt, dass die Prep dich total einnimmt, dann wird es verdammt schwierig, die Prep auch durchzuziehen. Vielleicht nicht durchzuziehen, aber sie zu genießen. Und ganz ehrlich, schlussendlich mache ich die Prep für mich und nur für mich. Es ist ein mega Ego-Ding. Ich mache das wirklich nur, weil ich Bock drauf habe. Und jetzt mache ich mich dann gleich dran, den Check-in für morgen auszufüllen. Heute ist ja Donnerstag und das bedeutet immer, dass ich mein Check-in ausfülle, weil Freitag ist mein Check-in-Day. Und ich schicke meinen Check-in immer bis 0 Uhr zu meinem Coach, damit, wenn er am nächsten Morgen aufsteht, alles ready ist und er einfach mein Check-in bearbeiten kann und mir das Feedback dann schicken kann. Meistens kommt es dann auch morgens bereits zu mir zurück, also am Vormittag. Ich kann euch eigentlich auch ein bisschen einen Einblick geben, was es bedeutet, mit einem Coach einzuchecken. Nennt man das? Kann man das so bezeichnen? Ich glaube schon. Ich glaube, einige von euch, die dieses Video schauen oder meine Prep-Videos jetzt schauen, werden selber keinen Coach haben oder für die wird das irgendwie noch Neuland sein, so wie das ist, wenn man einen Online-Coach hat. Und deswegen zeige ich euch gerne auch ein bisschen einen Einblick, wie das denn überhaupt abläuft. Und zu meinem Check-in-Prozess gehört es auch immer dazu, dass ich ein Video für meinen Coach aufnehme. Also das bedeutet, ich fülle zuerst meine Sheets aus, nachdem ich all meine Daten ins Sheet eingetragen habe, und zwar meine täglichen Daten, also die ich sowieso jeden Tag immer wieder eintrage, fülle ich noch meine Weekly Review aus. Es geht eigentlich einfach darum, gewisse Dinge mit dem Coach zu teilen, die jetzt nicht in einem Daily Tracker irgendwie so nur auf Zahlen reduziert werden können, sondern hier kann ich auch gerne mich ein bisschen literarisch verausgaben, je nachdem, was ich ihm mitteilen muss, soll, darf, will. Ich darf ihm eigentlich alles mitteilen. Und dann kommt noch eigentlich so, finde ich, fast so ein bisschen das Herzstück des Check-ins, und zwar das Video, wo ich ihm einfach von meiner Woche noch mündlich berichte. Meistens kommen dann einfach Dinge noch hervor, an die ich einerseits schriftlich einfach so gar nicht festhalten kann oder an die ich gar nicht gedacht habe, und die kommen dann mit diesem Video
noch hoch. Das ist dann immer so wie eine Live-Reflexion der Woche noch, wo dann ja wirklich Wichtiges noch hervorkommt. Ich fülle das jetzt mal aus. That's it. Okay, ich habe jetzt mein Check-in hochgeladen bzw. alles ausgefüllt. Bilder habe ich übrigens sowieso schon hochgeladen, weil ich die ja bereits am Dienstag gemacht habe. Und ich habe auch das Video bereits an Sandro geschickt. Das heißt, er hat das jetzt ziemlich früh schon gekriegt, aber spielt keine Rolle. Er wird es einfach morgen dann bearbeiten. Dann hatte ich eigentlich vor, noch ein bisschen produktiv zu sein, aber ich hatte vorhin gerade so ein richtiges Energietief, beziehungsweise ich habe irgendwie etwas Kopfschmerzen und fühle mich nicht so gut. Und muss einfach kurz mich hinlegen. Habe dann aber auch noch ein bisschen Kommentare bzw. Nachrichten beantwortet, die insbesondere oder vor allem in Bezug zum ersten YouTube-Video gekommen sind. Und Leute, Dankeschön. Danke für das tolle, liebe, schöne Feedback, das ich bekommen habe. Es waren unglaublich viele, also nein, sorry, ich will jetzt nicht übertreiben. Also es waren nicht unglaublich viele, aber es waren viele liebe Worte einfach und unglaublich großen Support, den ich so gar nicht irgendwie erwartet hätte. Und danke für das. Also hat mich unglaublich gefreut und es ist einfach total schön zu wissen, dass es gut ankommt und dass es irgendwie für euch auch unterhaltsam war und wodurch einen Mehrwert bietet. Es hat mich einfach sehr berührt, die Kommentare, die ich dazu bekommen habe. Also, ich bin ja nicht bloß Bodybuilderin und arbeite nicht nur in einem Gym, sondern bin auch noch Studentin. Und zwar studiere ich Kulturanthropologie und Medienwissenschaft. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was das ist, dann googelt es einfach mal. Aber das bedeutet auch, dass ich in meinem Alltag immer wieder etwas für die Uni mache natürlich. Und das sieht dann so aus, dass ich halt einen Text, der zum Beispiel Emanation, Umkehrung, Ausstreichung, Denaturalisierung in Technik und Medientheorie heißt, lesen muss oder lesen darf eigentlich eher. Ja, das heißt, ich werde heute noch vor meiner Session auf jeden Fall ein wenig Medientheorie lesen. Und danach gibt es auch schon mein Pre-Workout-Meal und es geht ins Gym für eine Pull-Session. Aber jetzt geht es mal ein bisschen ans Lesen und ans Studentin-Sein. Trying, solange meine Gehirnkapazität es noch zulässt. Während dieser Wettkampfvorbereitung werde ich das auch ausreizen oder auf jeden Fall versuchen. Okay, Leute, das ist mein Pre-Workout Meal. Sojajoghurt mit Proteinpulver, mit Apfel, Himbeeren und ein Kilo Zimt ungefähr. Nein, nicht ganz ein Kilo. Und etwas Salz für den Pump natürlich. Ich muss sagen, ich bin heute ziemlich K.O., was halt daran liegt, dass eben am Donnerstag ich immer Frühschicht habe und ich einfach schon lange wach bin. Und für mich ist es jetzt gefühlt halt schon abends und es ist eigentlich erst 3:45. Aber ich werde wahrscheinlich dann nach dem Training auch gar nicht mehr so viel machen und heute ziemlich früh schlafen gehen,
weil ich es einfach brauche und der Schlaf in den letzten paar Tagen leider nicht ganz so optimal war, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich werde jetzt einfach mal mein Pre-Workout-Meal genießen und dann geht es in meine Pull-Session. Let's go! So, let's go. Pull heute. Let's do it. Hallo. I am done. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen von meiner Pull-Session, die eigentlich ganz gut war. Also etwas, was ich heute sehr gut hingekriegt habe, was ich in der letzten Session nicht so gut hingekriegt habe tatsächlich, war Fokus. Also heute war ich irgendwie total drin mental und das war cool. Ich liebe es einfach, wenn du ins Gym gehst, Kopfhörer rein, let's go und dann irgendwie einfach deine Übungen durchgehst und völlig das Zeitgefühl verlierst und einfach ballerst. Ich finde es unglaublich spannend, wie mental erfrischend etwas sein kann, was gleichzeitig mental so fordernd ist. Und das ist aber Training für mich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was das Training für mich einfach so unglaublich schön macht und so toll macht und wieso ich überhaupt trainiere. Jetzt gibt es noch mein letztes Meal für heute und zwar Oats, Haferflocken mit Proteinpulver, Heidelbeeren, dunkle Schokolade, wieder mal 1 Kilo Zimt und etwas Salz, weil wir alle wissen, Salz macht es einfach 1000-mal besser. Ich zeige es euch gleich. Ich mache das immer in der Mikrowelle und dann ist es natürlich heiß und dann stelle ich es raus und dann ist es perfekt. Wie eigentlich immer ist auch hier Präsentation des Essens nicht meine Stärke. Hauptsache es schmeckt gut und passt in meine Makros, die ich aktuell habe und dann bin ich very happy. Ich mische die Schokolade tatsächlich immer drunter, was viele wahrscheinlich als eine Sünde bezeichnen würden. Viele, die Porridge oder Oats oder wie auch immer ihr das nennen wollt, essen, sind eher so Topping-FanatikerInnen und die essen das dann auch runter von der Oberfläche. I'm not that kind of girl. Was ich auch noch jetzt konsumieren werde, ist etwas Ashwagandha. Also Schlaf ist so ein bisschen mein Hauptproblem generell und das wird nicht besser, wenn ich in ein Defizit gehe oder wahrscheinlich nicht besser. Nach meiner Erfahrung wird es nicht besser. Wenn ich eher spät trainiere, dann gerade dann ist es essentiell irgendwie diesen Jump von total aktiviert durch das Training zu entspannt zu schaffen. Deswegen haue ich mir hier 2 Kapseln Ashwagandha rein. Das heißt, das sind 1200 Milligramm. Genau. Das habe ich mir jetzt schon reingezogen. Jetzt kommt noch das. Und dann eben hoffe ich, dass ich entspannt ins Bett gehen kann und schlafen. Guten Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Meinen Kaffee habe ich allerdings schon. Und dann kann der Tag beginnen. Habe natürlich auch Wasser, weil es unglaublich wichtig ist, auch gerade am Morgen nach dem Aufstehen viel zu trinken. Es ist jetzt 6:45. Ich bin um 6:30 aufgestanden. In einer idealen Welt hätte ich jetzt über 8 Stunden geschlafen, aber wir nehmen das, was wir kriegen können.
Ich habe noch ganz vergessen zu sagen, dass ich heute mit einem neuen Low aufgewacht bin. Und zwar 63,3 Kilo. Das letzte Mal war vor 3 Tagen mit 63,4 Kilo ein neues Low. Es geht voran, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Changes geben wird, aber Sandro wird sich melden und dann werden wir weitersehen. Es ist jetzt 6:55 Uhr und ich habe bereits Check-in-Feedback von meinem Coach bekommen. Genau. Ansonsten, Weight Drop sehr gut. Das heutige Weigh-in, New Low heute. 63,3, das hast du vorher gar noch nicht gesehen. Das hast du erst gerade jetzt eingetragen. Von dem her, very happy with that. Happy with the shots as well. Ich habe mir gerade das Check-in-Feedback von Sandro angesehen und es läuft. Wir sind soweit eigentlich ganz zufrieden mit dem ganzen Prozess, außer halt wirklich mit dem Schlaf, und hat mir wirklich ans Herz gelegt, hey, der Schlaf wird in der Prep tendenziell eher nur noch schlechter und irgendwann kannst du eben gewisse Dinge selber nicht mehr kontrollieren und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was wir jetzt kontrollieren können am Schlaf, auch wirklich so in einen guten Bereich bringen. Daran werde ich arbeiten, bin ich mir sehr bewusst, dass es für mich so einer der Hauptpunkte ist, den ich immer wieder so ein bisschen im Blick behalten muss. Und das kann jetzt einfach so weitergehen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Fazit des Check-ins und das ist gut. Mögen wir. Ist immer gut, wenn man nichts ändern muss, weil dann läuft es einfach. Ich wollte euch ja noch das Me One zeigen, das ich donnerstags nicht zeigen konnte, da ich ja arbeiten war. Das ist basically einfach Sojajoghurt, Heidelbeeren, Apfel, etwas Mandelmus und Proteinpulver. Ziemlich low carb, weil ich mir die Carbs einfach für später etwas aufsparen wollte, beziehungsweise ich die einfach im ersten Meal noch nicht nötig habe. Dafür etwas higher fat. Und das ist schon auch ziemlich satisfying, aber auch nicht so viel. Also es ist schon eher eines der kleineren Meals des Tages, obwohl sie ja ziemlich ausgewogen aufgeteilt sind. Und dazu schaue ich mir gerade noch den Peak Week Vlog von Georgie an, die für mich eine große Inspiration in diesem Sport ist. Und ich werde das jetzt essen und hier ist gerade die Sonne, die mich begrüßt, richtig schön reinscheint. Okay, also wir haben jetzt Samstag morgens und weil ich später unterwegs bin, habe ich mein zweites Meal vorbereitet. Heute ist Rest Day, das heißt, dass ich 5 Gramm mehr Fett habe, aber auch 50 Gramm weniger Carbs. Und deswegen mache ich in mein eines Meal, in das warme Meal mit Gemüse am Rest Day immer Tofu rein, weil Tofu etwas mehr Fett hat, aber ich liebe Tofu und ist auch eine super Proteinquelle als Veganerin. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass es mich einfach mehr sättigt, weil es ein wenig mehr Fett hat. Ich koche meinen Tofu immer mit Fleischgewürz tatsächlich, veganes Fleischgewürz. Ich schaue da immer, dass das auch vegan ist, weil das einfach gut schmeckt. Und mache da auch immer genug Sojasauce dazu, weil Sojasauce ist ein Gamechanger. Schmeiße ich irgendwie über alles drüber. Er ist leider etwas zerfallen. Aber das ist Tofu und ja, darunter hat es dann Gemüse und etwas Ketchup. Ketchup mache ich auch irgendwie überall drüber. Happy Me. Mag ich total. Werde ich jetzt so mitnehmen, einpacken und dann unterwegs essen. Und das sollte mich dann auch wirklich gut sättigen für den weiteren Tag. Ja. Today's Monster of Choice. Ich werde dich genießen und das Koffein sehr schätzen.